Was dieser Kohl mit eurem zukünftigen Apfelessig zu tun hat, das erkläre ich euch später. Erst einmal habe ich hier so ein 3-Liter-Glas heiß ausgespült und stelle es jetzt erstmal hier zur Seite. Und dann braucht ihr etwas, mit dem ihr euer Essig macht. Ich tue das tatsächlich sehr gerne mit Äpfeln. Alternativ könnt ihr natürlich auch andere Früchte wie zum Beispiel Birnen oder auch Zwetschgen nehmen. Und die habe ich vor ein paar Tagen schon gewaschen und schneide die wirklich ganz grob zurecht. Perfekt sind auch Fallobst oder auch welche, die schon so richtig schrumpelig sind, die schon fast gar nicht mehr zu verarbeiten sind. Da ist super viel Süße drin und das brauchen wir für den Apfelessig. Und ihr könnt auch verschiedene Sorten verwenden, also seid da nicht geizig. Wichtig ist, dass ihr schlechte Stellen eben wegschneidet. Ganz großzügig zeige ich euch aber auch nochmal vorsichtshalber. Die meisten von euch haben ja schon mal Essig gemacht, aber es gibt da tatsächlich immer mal wieder ein paar Tricks, Kniffe und Anregungen, die man sich auch als Profi an die Hand geben lassen kann. Denn ich bin gespannt, ob ihr diese Information, die ich euch in diesem Video zeige, schon gewusst habt. Schreibt es mir ansonsten bitte unbedingt mal in die Kommentare. Bei den Kernen ist es so, einige nehmen die raus. Da kann ich euch sagen, die Blausäure ist da zwar drin in den Kernen, aber wenn die unbeschädigt sind, ist das kein Problem. Und da war jetzt so eine kleine schadhafte Stelle, die habe ich großzügig rausgeschnitten. Da ich gerade dabei bin, wieder eine Wurmfarm anzusetzen, ist das perfekt, denn ich brauche ganz viel Obst- und Gemüsereste. So, und pro Liter Wasser, den ich jetzt hier in mein 3-Liter-Gefäß reinpacke, brauche ich so circa 2 Esslöffel Zucker. Es muss nicht unbedingt sein, wenn ihr ganz süße Früchte habt. Ich mache es aber auch noch mal so ein bisschen, um den Kulturen einen guten Starter zu geben. Der erste Liter ist drin und weil jetzt noch so ein halber Liter reinpasst, kommt noch ein weiterer Esslöffel mit hinzu. So, und dann habe ich so Glasgewichte. Und die kann ich da zwar reinmachen, die fallen da aber quasi komplett durch bei so großen Gläsern. Und da hilft euch ein Kohlblatt. Egal, ob das Weißkohl oder hier jetzt der Spitzkohl ist. Rotkohl könntet ihr auch verwenden, allerdings verfärbt sich da das Ganze wieder. Deswegen würde ich tatsächlich ein helles Kohlblatt nehmen, einfach reingeben. Ihr könntet es auch zuschneiden. Ich friemel das jetzt einfach hier einmal so rein, wie es ist. Es sollte natürlich sauber sein, aber ihr braucht es nicht extra abwaschen. Wichtig ist, wenn ihr hier so mit den Händen hantiert, so wie ich das jetzt gerade macht, dass ihr die frisch gewaschen habt. Aber das ist natürlich selbstverständlich, wenn man zu Hause fermentiert und Apfelessig ist ein Ferment, dann gehört sich das so. Und schaut mal, dank dem Kohlblatt könnt ihr das dann mit Hilfe von dem Glasgewicht oder vielleicht habt ihr auch ein Steingewicht oder auch direkt Steine, so richtig schön unter Wasser drücken und braucht dann nicht jeden Tag nachzugucken. Und dann mache ich diesen Apfelessig noch mal ein bisschen besonders. Und zwar habe ich euch kürzlich gezeigt, wie einfach man Kombucha herstellen kann. Wusstet ihr, dass ihr mit einem Kombucha auch Essig herstellen könnt? Das geht super einfach und für diejenigen, die keine Essigmutter haben, ist dieser Teepilz tatsächlich eine richtig gute Alternative. Auch hier frisch gewaschene Hände, um den Teepilz hier rauszunehmen. Den gebe ich jetzt hier einfach oben drauf. Da fühlt er sich tatsächlich am wohlsten. Ich habe es auch mal getestet, das unten reinzugeben. Habt ihr keinen Kombucha Scoby, dann könnt ihr auch einfach einen ordentlichen Schuss von eurem Essig hineingeben. Einfach nochmal so als Starter. Da ich jetzt den Scoby hatte, habe ich da jetzt nur so einen Tropfen reingegeben. Nach ungefähr einer Woche habe ich mir das mal wieder angeguckt. Also schaut zwischendurch, denn da steigt auch viel Kohlensäure hoch und dann kann es manchmal sein, dass trotzdem sich ein Apfelstückchen nach oben schleicht. Und das war hier jetzt nicht der Fall, aber es haben sich schon viele Fäden beim Kombucha-Pilz gebildet. Nach circa 10 bis 14 Tagen haben es doch ein, zwei Äpfelstückchen nach oben geschafft. Und ich finde, das ist jetzt die Zeit, das Ganze mal zu filtern. Ihr könnt sehen, das Ganze ist schon ordentlich eingetrübt.
Und der Teepilz darf jetzt, um sich wieder zu regenerieren, wieder in eine schwarze Teezuckerlösung wandern. Da kann er sich ein bisschen erholen. Und wenn ich dann den nächsten Apfelessig ansetze, dann kann ich ihn wieder verwenden. Und schaut mal, der vermehrt sich wirklich ordentlich. Also ich kann euch das sehr empfehlen. Das ganze Equipment, was ich nutze, euch empfehlen kann und wo ihr so einen Kombucha-Pilz herbekommt, das verlinke ich euch natürlich. Ich habe da nochmal so eine Playlist, alles mit dabei. Und wenn ihr Fragen habt, bitte unbedingt gerne in die Kommentare. Diese Kombucha-Teepilze eignen sich übrigens auch für den Verzehr. Falls ihr da mal Lust habt, was zu sehen, schreibt es mir bitte gerne einmal in die Kommentare. So, ich habe jetzt hier mein Glasgewicht, das hole ich als erstes raus und dann gieße ich das Ganze ab, denn ich schütte das jetzt in ein sauberes Gefäß. Das könnte man jetzt theoretisch auch wiederverwenden, aber ich finde, da sind immer so ein paar Ablagerungen und da ist die Gefahr dann groß, dass sich bei der Reifezeit, die der Essig später dann hat, so circa 3 Monate sollte er noch dann mindestens reifen. Da kann es dann eher passieren, dass sich Keimhefe oder ein Schimmelpilz bildet. Keimhefe ist jetzt nicht so schlimm, aber hindert den Essig daran zu atmen. Den dann einfach immer mal wieder abschöpfen und damit der Essig sich dann richtig gut entwickelt. So, der erste Teil ist drinne und achtet bitte mal unbedingt auf die Farbe von dem Essig. Da tut sich nämlich auch noch ein bisschen was. Ich habe meinen ungefähr also so Mitte, Ende Juni angesetzt und einen Monat später, also 2, 3 Wochen später, habe ich es dann abgesiebt. Also ich war tatsächlich eine Woche zu spät dran und habe ihn dann 1,5 Monate später nochmal angeschaut. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. Der reift jetzt nochmal bei mir ein bisschen nach und die Früchte unbedingt in den Kompost geben, bei mir dann zukünftig wieder in die Wurmfarm, die freuen sich da riesig drüber. Und ich hatte die Befürchtung, dass das Kohlblatt ganz schön noch ein bisschen Geruch abgibt, denn auf ähnliche Weise, nur mit ganz viel Salz, macht man ja Sauerkraut. Dem ist nicht so. Also, das ist ein ganz normaler Essiggeruch, so wie er sich gehört. Dieses eine Kohlblatt macht im wahrsten Sinne des Wortes den Kohl nicht fett. Und das könnt ihr wirklich ganz beruhigt nehmen. Und auch das wandert dann in den Kompost mit hinein, verfärbt sich halt auch ein bisschen. So, den Satz, den habe ich noch mal kurz ausgespült, hier mit dem Glas, siebe das noch mal kurz durch, falls da noch mal irgendwelche Apfelstückchen sind von dem Apfelkern oder irgendwie was, dass das gleich nicht mit in den Essig wandert. So, das kommt auch rein. Dieses Gefäß habe ich natürlich auch noch mal heiß ausgespült, abkühlen lassen. Das wird jetzt mit einem Tuch abgedeckt. Ich habe leider ich weiß nicht, wo meine Mulltücher sind, das habe ich schon mal im anderen Video erwähnt. So, und dann ungefähr so 'n Monat später habe ich mir diesen Essig, der sich jetzt wirklich schön dunkel verfärbt hat, noch mal angeguckt. Also, den habe ich im Juli dann abgesiebt, deswegen habe ich Juli draufstehen und nicht Juni, wo ich ihn angesetzt habe. Da hat sich tatsächlich ein Kombucha-Pilz gebildet. Nicht zu verwechseln mit einer Essigmutter. Die ist dann doch wieder ein bisschen anders. Und ja, theoretisch könnte ich den drinnen lassen. Der fühlt sich dann da aber nicht ganz so wohl. Deswegen, ich habe euch ja letztens gezeigt, das Kombucha Scoby Hotel. Und das habe ich jetzt hier. Da wandern meine überschüssigen Scobys rein und zwischendurch verwende ich die dann mal wieder für einen Essig oder ich drehe mal wieder neue Videos für euch. Und hier oben bilden sich dann immer wieder welche. Moment, ich drücke die hier nochmal runter, damit der neue dann nochmal Platz hat. Bringt nichts, rutscht wieder hoch. Und jetzt kommt der große ganz nach oben. So, auch hier immer mit sauberen Fingern arbeiten, wieder abdecken und dann einfach bei Zimmertemperatur kuschelig warm stehen lassen. Der reift jetzt noch nach, also ich denke mal, ja, noch locker 1 Monat, vielleicht auch noch 2. Ich gucke, dass ich immer jeden Monat einen neuen Apfelessig ansetze, weil wir den auch tatsächlich regelmäßig verwenden. Und ich hoffe, wir sehen uns in diesen Videos wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße,
Eure Emma.